Es ist nach Mitternacht und ich kann sagen, der Löwe brüllt. Es war unglaublich, viele Leute haben geholfen, viele Ideen sind eingeflossen. Analytisches Vorgehen, muss ich sagen, obwohl ich keine Ahnung vom Schrauben habe. Aber wenn man das von außen betrachtet, macht das Sinn, wie hier gearbeitet wurde. Und vor allem, es wurde nicht aufgegeben. Das heißt, morgen ist die Kiste bereit für die nächste Etappe. Bin ich hübsch für die Kamera? Läuft. Also, wir haben jetzt wirklich alles Mögliche probiert. Alle Möglichkeiten. Mein Kumpel zu Hause, ein Scheidsneder Stefan, den habe ich jetzt genervt ohne Ende, weil der kennt den Motor ziemlich gut. Alle Möglichkeiten systematisch jetzt durchprobiert, was passieren kann. Letztendlich haben wir festgestellt, dass eine Einspritzdüse, die angeblich vorher beim Haarbeiner funktioniert hat, jetzt dann auf einmal nicht mehr eingespritzt hat. Jetzt haben wir das dann gemacht und letztendlich sind wir jetzt drauf gekommen, dass der Kraftstoffdruckregler, dass der nicht mehr richtig funktioniert. Da ist eine Membran drinnen und der hält jetzt den Druck nicht mehr. Jetzt habe ich noch zufälligerweise dasselbe Teil nochmal dabei gehabt, aus dem alten Motor ausgebaut, das leider Gottes auch nicht funktioniert und jetzt müssen wir da irgendwie schauen, eine Alternative, dass wir da irgendwas basteln und morgen vielleicht von irgendeinem chinesischen Hersteller, wie auch immer, irgend so ein Teil besorgen. Irgendwie geht es immer weiter. Mittlerweile ist es 1 Uhr und auch bei unseren Nachbarn sind die Arbeiten langsam zu Ende. Der Motor ist eingebaut. Die Startnummer 775 kann morgen auch wieder starten. Und auch bei unseren Nachbarn mit der Ente wird noch gearbeitet. Auch wenn es spannend bleibt hier im Camp, ich muss ins Bett. Wir sehen uns morgen. Gute Nacht. Auf dem Weg nach Harat haben wir hier einen Servicepunkt passiert, gleich an der Hauptstraße. Hier warten die Teams auf ihre Fahrzeuge, also Motorräder, Autos, Trucks, weiß ich gar nicht, sehe ich jetzt kein Team. Und wir zeigen euch mal, wie das aussieht. Ziemlich unspektakulär, gleich neben der Hauptstraße wurde einfach so ein Punkt definiert, wo sich die Teams dann hinstellen können und warten auf ihre Fahrzeuge. Meist ist es nur ein kleines Fahrzeug oder ein Service-LKW, der hier steht. Der Rest fährt schon zum Camp. Das war mal eine Tankstelle. Generell solche Tankstellenruinen gibt es unglaublich viele. Ich habe das Gefühl, sie bauen einfach immer wieder eine neue und lassen die alten verrotten. Fahrer jetzt noch 200 Kilometer Verbindungsetappe ins Camp. Neben all diesem Hightech gibt es im Hintergrund noch diese Werkstatt. Und so wie es ausschaut, ist die auch in Betrieb.
Hier bei Dacia alles schön bereit. Bremsscheiben, Bremsbeläge, andere Räder. Und das ist ja nur noch notwendig für die Verbindungsetappe zurück ins Camp. Aber auch da will man nichts riskieren, dass das Auto zu spät ins Camp kommt oder stehen bleibt. Bei Toyota, die wissen, das funktioniert, stehen einfach da ohne Werkzeug, schauen schnell, da geht es vermutlich weiter. Nein, das war ein Witz. Die werden das auch seriös machen, aber es ist wirklich, die haben nichts vorbereitet, sondern sind einfach hier mit dem Service-LKW. Hier wurden auch bei beiden Autos gleich mit dem Laptops Daten ausgelesen. Vermutlich nutzt man die Zeit von der Liaison dann mit diesen Daten schon was anzufangen. Sieht man es gleich, der Laptop kommt als erstes. Also Nasser hat heute die Etappe gewonnen, daher die Stimmung auch gut. Erklärt jetzt was vom Fahrzeug, wie die Strecke war. Das zweite Auto mit Cristina Guterres ist auch gleich eingetroffen.
Die ganze Wartung hat jetzt ca. 15 Minuten gedauert. Die Fahrer haben sich ausgetauscht, was Kleines gegessen, was getrunken und jetzt zurück ins Camp, noch ca. 200 Kilometer. Auch für uns. Mitten im Nichts hat es einen Burger King und einen Einkaufsladen mit einem wirklich spannenden Sortiment. Shoppen für Matze, seine Lieblings-Peanuts. Circa 50 Minuten warten wir auf unsere Bestellung. Klar sind viele Leute, aber tja, ist wie es ist. Es ist Dienstag, 14. Januar. Wir sind gut im Camp in Harad angekommen. Hier windet es wieder schön stark. Es hat wieder Staub in der Luft. Angenehm ist es nicht. Für die Fahrt haben wir uns reichlich Zeit gelassen. Das heißt, wir sind erst etwa um 2:45 hier gewesen, jetzt geduscht, ein bisschen noch relaxed und jetzt kommen dann die Fahrzeuge rein. Schaut euch mal diese freie Fläche an im Camp. Es ist unglaublich. Jeden Tag immer Ausfälle, Teams, die abreisen. Am Anfang alles dicht gepackt. Und jetzt hat es ausreichend Platz. Unglaublich, wie viele Ausfälle es an der Dakar 2025 gab bisher. So sieht das dann aus. LKWs werden wieder beladen mit kaputten Fahrzeugen oder gleich abtransportiert nach Jeddah an den Hafen. Der Wind hat nachgelassen, es ist angenehmer geworden und wieder mal eine unglaublich schöne Abendstimmung hier in Saudi-Arabien. Morgen Mittwoch verlassen wir Harad und fahren ins Empty Quarter hinunter. Das ist der Bereich in der Nähe von Katar. 2024 war das Internet da extrem langsam. Ich hatte keine Chance, ein Video hochzuladen. Ich weiß nicht, ob sich das geändert hat. Falls es morgen kein Video gibt, seid nicht verunsichert. Das kommt einfach, sobald ich wieder Internet habe oder Internet mit ausreichend Bandbreite, um ein Video in dieser Länge hochzuladen. Ja, Stage 9 vorbei. Also heute war auf jeden Fall, ja, jetzt nicht frustrierend, aber es war auf jeden Fall ein langer Tag. Es hat angefangen bei Kilometer 190, bin ich auf einen gestürzten Fahrer zugestoßen, auf den Aaron. Und da habe ich ihm halt dann assistiert, beziehungsweise bin ich für ihn da gewesen.
Hat ungefähr eine Dreiviertelstunde gedauert. Ich der Suite konnte Dumontier. Und von da an weg ist dann so gewesen, nachdem er wegtransportiert worden ist mit dem Helikopter, hat mein Roadbook nicht mehr funktioniert. Also das war ziemlich lappert. Es hat nämlich dann der Kilometerzähler, der hat nach hinten gezählt. Sprich, wir sind bei Kilometer 190 gewesen und der hat aber nach unten gezählt. Und das aber nicht im laufenden Modus, sondern wirklich 190, 180, 170, 160. Und ja, dann sind wir beim Refueling gewesen, dann bin ich auf 0 gewesen und dann habe ich ihnen das von eben gezeigt, habe ich gesagt, hey, ich kann nichts mehr machen mit dem GPS, ich kann nichts mehr tun, habe keine Gefahrenstellen, ich habe keine Kilometer mehr, keine Wegpunkte, keine Speed zahlen, gar nichts. Haben sie gesagt, sie tauschen was. Dann bin ich auch tanken gegangen und habe mich halt ein bisschen wieder refreshed, sage ich mal. Haben sie gesagt, ja, jetzt passt es wieder. Und dann bin ich weitergefahren und nach 30 Kilometern war es das Gleiche. Und die Spuren hat man heute leider sehr, sehr schwer gesehen. Und von dem her habe ich leider ein bisschen Zeit verloren. Aber ich bin nach wie vor noch gut im Rennen. In der Rallye 2 bin ich Gesamter, Gesamt Zweiter. Overall bin ich jetzt ein Gesamt Zehnter, wo ich mich überhaupt nicht dafür schämen brauche. Für den Tag, was ich heute gehabt habe, muss ich sagen, ja, bin im Großen und Ganzen zufrieden. Die Jungs fahren eine gute Pace da vor. Es war sehr flott heute, sehr, sehr steinig. Also es hat sehr schnell passieren können, dass die raushaut. Für den einen oder anderen, der was bei Dakar Rallye auf der Webseite oder auf Instagram gesehen hat, wie so ein Toscha Schreiner heute geschmissen hat mit 150, 155 km/h. Also das ist schon nicht so fein. Und der verletzte Fahrer, bei dem ich dabei war, dem geht es auch gut zum Glück. Er hat zwar ein paar Mal genäht werden müssen, aber im Großen und Ganzen geht es ihm eigentlich gut. Und von dem her bin ich froh, wenn es jetzt endlich runtergeht ins Empty Quarter nach Shubayat. Es war heute verdammt kalt wieder und hoffentlich ist da unten jetzt ein bisschen wärmer. Morgen sind 520 Kilometer Anreise, sprich wir fahren 520 Kilometer eigentlich nur geradeaus und biegen 2-3 Mal ab. Und dann kriegen wir 117 Kilometer lange Sonderprüfungen, was 95% nur Dünen sind, worauf ich mich aber richtig freue. Ich starte somit morgen vom 27. Platz aus, habe also ein paar Spuren vor mir in die Dünen und ja, ich werde natürlich alles geben, dass ich wieder zurückschlagen kann, sage ich mal, mit einem Hoch. Vollgas, Tobi. Besten Dank. Vollgas, danke. Die Nummer für die Verlosung der signierten Plaketten. Heute ist 278. Merkt euch die Nummer 278. Adi und Ernst sind zurück. Der Peugeot lief heute gut, habe ich gehört, aber Adi wird es uns später gleich selber noch erklären. Adi, es war vermutlich eine kurze Nacht. Wir haben gestern noch intensiv geschraubt. Das Auto läuft. Wie lief es heute den Tag? Also, Ernst und ich haben gestern um 2:30 Uhr nachts dann eine Probefahrt gemacht und haben das Auto, haben wir gesagt, okay, wir können es heute packen. Und es hat sich auf alle Fälle super, super rentiert. Wir sind heute 4 richtig geile Etappen gefahren. Okay, es war heute nicht so anspruchsvoll, aber wir sind ja heute von der Navigation her super, super toll dabei gewesen. Und das Auto hat, knock on wood, toi, 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 hat wieder richtig gut mitgespielt.
Und es hat halt richtig Spaß gemacht und es war echt wirklich gut. Und es hat sich auf alle Fälle rentiert, diese 2 Stunden Schlaf, die wir dann noch gehabt haben. Das hat sich rentiert, dass wir so lange gearbeitet haben. Und auch wenn gestern hat es mal ganz anders ausgeschaut. Ja, wir geben nicht auf, oder? Wir never give up, weißt du? Das ist unser Motto, du kennst uns. Und es hat sich auf alle Fälle rentiert und es war halt ein guter Tag für uns. Auch wenn es eine sehr lange Etappe wieder war. Und morgen wird es auch wieder lang. Müsst ihr heute noch viel am Auto arbeiten, oder? Also wir werden heute noch ein paar so Standardsachen machen. Wir hoffen, dass die Jungs ein bisschen was machen für uns, weil Ernst und ich, wir sind einfach so müde. Kann ich mir vorstellen. Wir wollen jetzt nur noch duschen und ins Bett gehen, weil wir einfach, uns hat vom Kreislauf her schon fast jetzt beim Essen hat es uns ein bisschen niedergestreckt, weil wir einfach durch sind. Wir müssen einfach jetzt irgendwo ins Bett, dann müssen wir ein bisschen Schlaf nachholen. Ich wünsche euch für morgen alles Gute, gute Fahrt. Okay, vielen Dank und zu Hause allen, drückt uns weiterhin die Daumen. Tschüss. Ein weiterer spannender Tag geht für uns langsam zu Ende und somit auch das Video. Wir ziehen morgen ins letzte Camp nach Schubaita im Empty Quarter. Da kommen dann die richtig großen Dünen. Wir sind gespannt, wie die Autos, Motorräder und natürlich auch die Klassikfahrzeuge dieses Terrain meistern. Es würde mich freuen, wenn du auch morgen wieder dabei bist bei Time Out Racing. Und falls noch nicht geschehen, like bitte das Video, Fragen gerne in die Kommentare und abonniert unseren Kanal. Ich wünsche dir eine gute Zeit, wir sehen uns morgen. Tschüss.